Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Read Code, und zwar mit den Nvidia Labs und dem Few-Shot Wit2Wit. Das ist das Let's Read Code, was ich quasi, wenn ich alles richtig mache, eine Minute nach dem originalen Video hier rausbringe. Und zwar gibt es ein News-Video, wie dieses Few-Shot Wit2Wit eigentlich funktioniert und was das genau tun soll. Während das Video hier, das ist so ein bisschen ein Blick in den Code rein, ja. Das wird ein bisschen ein anderes Let's Read Code. Wir wollen uns eigentlich nur einen groben Überblick über den Code hier verschaffen. Und ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles. Ansonsten, das ist einfach zu viel Code, um ihn in einem Video hier zu lesen, ja, nein. Dieses Ding oder dieses Projekt hier von Nvidia, das ist einfach riesig, ja. Das benutzt auch noch andere Module, die man dann auch noch verstanden haben muss und so weiter und so fort. Ich habe mich da ein bisschen schon eingelesen, aber ja, auch ich habe noch nicht alles durchgeguckt. Wir wollen aber erstmal in das Repo reingucken und wollen uns so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wie man eigentlich da rangehen kann. Und genau, da haben wir zunächst einmal diese 6 Ordner hier oben, dann die git-ignore, das brauchen wir gar nicht, License, ja, da könnt ihr gerne mal reingucken, readme ist das, was hier unten dran steht, und dann haben wir noch test.py und train.py. Diese beiden sind im Normalfall immer der Einsprungpunkt, okay? Das heißt, da fangen wir quasi an, den Code, naja, irgendwie auszuführen, ja. Das heißt, wir gucken uns die beiden hier mal genauer an. Okay, also zunächst einmal haben wir hier die train.py. Die train.py, die trainiert tatsächlich auch. Also, die löst sozusagen das Training aus. Die implementiert allerdings natürlich nicht selbstständig das neuronale Netz. Das neuronale Netz an sich ist nicht mal vorhanden in diesem Few-Shot Wit2Wit, denn da wird das FlowNet verwendet, und das finden wir in einem separaten Paper, in einem separaten Repo, ist aber tatsächlich auch mit in dem Repo hier drin. Okay, genau. Und hier haben wir dann im Endeffekt einen relativ interessanten Teil, und zwar sagen wir ja hier, das ist vermutlich ein Einsprungpunkt, okay? Also da fangen wir an, den Code auszuführen. Das heißt, was wir machen ist, wir scrollen erstmal nach unten und gucken, ob wir richtig liegen, und bam, wir liegen richtig, ja? Und wenn das Ding hier drin steht, dann könnt ihr diese Datei hier ausführen, ansonsten im Normalfall eher nicht. Das heißt, was wir tun, wenn wir anfangen, das ganze Ding auszuführen, ist, wir trainieren. So, okay, wir trainieren also, das heißt, wir sagen hier def train. Und was wir hier tun, ist im Endeffekt, wir parsen erstmal die Optionen. So, diese Optionen, die finden wir in Train Options, okay? Und diese Train Options, nun ja, die gucken wir uns vielleicht gleich mal ganz kurz an. Und zwar hier unter Options finden wir die Train Options. Und das sind im Endeffekt nur Kommandozeilenparameter. Im Endeffekt nur Sachen, die wir hier tatsächlich benutzen können, wenn wir das Ganze trainieren wollen. Ja? Das heißt, wir können sagen, wir wollen No-HTML, wir wollen das Ganze speichern, wie wir das speichern wollen, wie wir das anzeigen wollen und so weiter und so fort. Ja, das sind alles Parameter, die der Benutzer angeben kann. Und dann haben wir natürlich auch noch Base Options, die sind hier auch direkt dabei. Da haben wir auch noch einige andere Optionen, alles Kommandozeilenparameter, zum Beispiel welche GPU-IDs wir verwenden wollen. Also zum Beispiel, wir wollen auf der GPU 1 trainieren oder auf der GPU 0 oder falls ihr mehrere in eurem Rechner habt, ist das gar nicht so unwichtig und so weiter und so fort. Das sind so generelle Optionen, die alle hier ausgelagert sind. Und ihr seht, das sind wirklich viele Optionen, das heißt, das Skript ist auch dementsprechend mächtig, ja. Aber damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Die könnt ihr euch auch ein bisschen selber durchlesen, falls euch das wirklich interessiert, was man da alles an Optionen hat. Was wir allerdings dann finden, ist, wir wollen hier den Code dann natürlich trainieren, und das funktioniert folgendermaßen. Erstmal braucht man Daten, ja? Das heißt, wir setupen den Dataset oder eben wir machen erstmal Daten, und dazu brauchen wir erstmal einen Data Loader, und dann packen wir die Daten in die Datasets rein quasi. Und danach kann man erst trainieren. Jetzt dieses Data Loader Teil ist natürlich auch ausgelagert, okay? Mit dem Data Loading beschäftigen wir uns in diesem Video auch definitiv nicht. Wir wollen uns aber, wie gesagt, nur diese grobe Struktur hier mal kurz angucken. Und danach können wir den Trainer verwenden. Der Trainer ist auch woanders. Und das heißt models.trainer. Da ist dieser Trainer hier drin. Und also in dem Ordner Models. Und dann haben wir hier den Trainer, ja. Das ist der das Training quasi übernimmt, was aber auch gut ist. Ich meine, der gehört ja auch ein bisschen da dazu. Das hier soll bloß quasi der sein, oder diese Train.py soll einfach alles so ein bisschen kombinieren, ja.
Und genau, danach setzen wir alle Modelle auf, das heißt, wir erstellen uns das Modell und ja, das ist natürlich auch ausgelagert, wie wir hier oben sehen können, und zwar unter Create Model von Models, ja. Und danach können wir hier quasi mit dem Training anfangen. Das heißt, wir haben tatsächlich in dieser Datei noch die ganzen Epochen-Krams-Kacke drin, ja, weil wir das ganze Training mehrere Male ausführen, und zwar insgesamt Epochenmale. Das heißt, wir wissen ja nicht, wie viele Epochen wir eigentlich haben, aber wir wollen selbstverständlich hier die mehrere Epochen starten. Und was man auch Tolles hier sehen kann, ist, man muss das Training nicht von der ersten Epoche starten, sondern man speichert sich natürlich, das Modell kann es abbrechen nach einer Epoche oder nach 2 oder nach 3 oder nach 50, ja, und dann kann man es später da wieder aufnehmen. Man kann ja die PyTorch-Modelle auch tatsächlich speichern, was sehr, sehr hilfreich ist. Okay, und dann sagen wir hier einfach nur, ja, Start of Epoch oder Epoch. Ja, dann fängt das Training da quasi an und dann bekommen wir hier im Endeffekt die Möglichkeit, das Ganze zu trainieren. So. Und die ganzen Iterationen, die sind auch nochmal ausgelagert, beziehungsweise die Berechnung von den Iterationen, also die Daten, die dann in die Iteration einfließen, die sind auch in dieser train.py drin und wir starten hiermit dann diese Iteration und sagen dem, okay, hier bitteschön hast du die Daten, das heißt, wir bauen uns hier erstmal eine Datenliste anhand von den Daten, die wir haben. Und falls wir eben keine Positions- oder Posendaten haben, dann machen wir es halt irgendwie anders. So, und dann fügen wir das alles in das Flownet ein, bauen uns dann unseren Forward Pass zusammen, ja, und hier sehen wir den eigentlichen Trainingsprozess. Hier wird das Model tatsächlich jetzt aufgerufen und ich glaube, den Teil kennt ihr auch noch aus meinen PyTorch-Videos. Hier kriegt man dann im Endeffekt die, ja, alles raus, was das Modell sagt, und da bekommt man dann natürlich auch das, was gebaut wurde, raus, also das Generierte, ja. Und dann muss man natürlich das Loss berechnen, das ist selbstverständlich auch importiert worden aus dem Loss Collector, ja. Und anschließend kann man natürlich hier den Fehler berechnen, dann macht man das Ganze einfach nochmal und dann lässt man das Modell lernen, ja. Und dann sagen wir hier, okay, wir bauen uns das Loss Dictionary, weil wir hier mehrere Durchläufe gebraucht haben eben. Wir sagen, dass die Iteration beendet ist, beziehungsweise falls diese Iteration beendet ist, dann breaken wir hier und dann beenden wir das Training im Trainer an sich. Und der Trainer veranlasst dann sozusagen, dass das Modell auch wirklich dann Backpropagation macht und halt anhand von den Daten auch ein bisschen was lernt. Gut. Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Clou hier. Die Test.py funktioniert eigentlich relativ, naja, sie funktioniert nicht unbedingt ähnlich. Sie berechnet eben den Testfehler, damit man hier tatsächlich auch sagen kann, was dabei ist. Und wir sehen auch tatsächlich hier, es gibt kein Main. Es ist einfach alles in der Main drin, ja. Dieses if-name gleich Main, das braucht man nicht unbedingt. In diesem Fall haben sie es hier einfach dreisterweise rausgelassen und haben gesagt, jo, wir schreiben uns einfach ein Skript dafür und dann berechnen wir quasi den Fehler dafür. Und das ist die Test. So, okay, das sind also die beiden Dateien, die wir so brauchen. Der Trainer, nun ja, den gucken wir uns vielleicht nachher mal ganz kurz an. Jetzt, ups, das wollte ich noch gar nicht euch zeigen. Jetzt wollen wir uns erstmal noch mal ganz kurz einen fertigen Überblick verschaffen. Das heißt, das ist quasi der Einsprungpunkt hier. In Util sind einfach ein paar Utils drin, die man halt relativ häufig braucht. Also irgendwelche Sachen, die halt eigentlich nicht mit dem Projekt zu tun haben, die aber halt leider ein bisschen unnötiger Code drumherum sind und eben so Sachen handeln, die man dann halt braucht. In Scripts, und da wird es jetzt schon wieder spaßig, in Scripts finden wir nämlich hier zum Beispiel die Option, dass man Flownet 2 erstmal runterlädt, dass man die Datensätze runterlädt, und wenn wir mal in den Datensatz reingucken, beziehungsweise, ja doch, da war es auch dabei, dann sehen wir, dass der Datensatz auf Google Drive ist, okay? Und in Google Drive, naja, da kann man einfach quasi runterladen, und hier sehen wir dann auch Download G-Drive. Und wir sehen, das fand ich so super sympathisch von den Machern von diesem Codestück hier. Sie haben einfach diesen Code von Stack Overflow genommen. Ja? Das ist einfach quasi 1:1 übernommen von Stack Overflow. Deswegen haben sie hier direkt auch die Quelle angegeben. Fand ich super sympathisch. Machen im Endeffekt auch Profis offensichtlich. Dass sie da einfach mal kurz googeln. Wenn es schon jemand gemacht hat, dann Copy-Paste und Quelle angeben und fertig. Richtig cool, ja, und im Endeffekt in Scripts steht dann auch noch, also das ist quasi einfach nur quasi Helper-Scripts, falls irgendwas noch nicht da ist, dass man quasi alles vervollständigen kann, okay? So, dann haben wir hier noch 3 Ordner, und zwar einmal Face, Post und Street. Und hier merken wir auch schon, dass leider diese ganzen Optionen, die wir hier haben, nämlich einmal, ich mache mal ganz kurz, glaube ich, die GIF auf. Das Modell unterstützt ja quasi 3 Sachen, und zwar einmal, dass wir hier posieren und das übertragen auf ein Bild oder eine Videodatei, die wir haben.
Und dann haben wir Faces, ja, das wird auch übertragen auf ein Bild. Und dann haben wir Street View. Und die sind eigentlich, nun ja, man denkt zumindest, dass die ähnlich wären, aber sie sind halt doch ein kleines bisschen abhängig, beziehungsweise unabhängig voneinander. Und deswegen finden wir hier auch in Scripts drin Face, Pose und Street in separaten Ordnern. Und wir sehen auch hier, okay, es muss separat trainiert werden. Das sind Shell-Skripte, also ganz normale Bash-Scripts. Und da können wir einfach mal reingucken und sehen, bam, okay, ja, das ist im Endeffekt, wie man diese Python-Train-Datei aufrufen soll. Und zwar, was genau man machen möchte. Und zwar nämlich mit Face, mit dem Dataset und dann sehen wir hier Few-Shot Face ist der Dataset, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier tatsächlich unterschiedliche Aufrufe, je nachdem, was wir hier machen wollen. Wir müssen dem Netz noch sagen, was genau wir eigentlich planen. Denn es muss ja wissen, ob es zum Beispiel auf ein Face croppen soll, also das Bild quasi beschneiden soll, sodass man nur das Gesicht sieht, oder dass man eben auch hier zum Beispiel noch den ganzen Körper sehen muss und vielleicht sogar ein Skelett rausrechnen muss, das dann übertragen wird, oder komplett anders was mit Autos. Ja, das ist einfach eine andere Erkennungsrate und das macht jetzt auch in dem Sinne Sinn für mich, denn ansonsten wäre es natürlich echt beeindruckend gewesen, wenn das neuronale Netz das einfach direkt übertragen hätte, okay? So, der eigentliche Magieteil befindet sich dann in Models. Options hatten wir schon kurz kennengelernt. Images sind einfach nur die GIFs, die ich auch verwendet habe in dem News-Video. Und in Data finden wir dann das Ganze für die Daten, wo wir jetzt gerade nicht mehr drauf zukommen wollen. Wobei wir hier vielleicht noch ganz kurz in den Few-Shot Face Dataset reingucken. Und hier sehen wir dann auch, ja, zunächst einmal natürlich einige Kommandozeilenparameter und dann sehen wir hier, wir müssen das Ganze initialisieren und ja, da findet schon einiges an, nun ja, Datenverarbeitung nochmal im neuronalen Netz natürlich statt, weil die ganzen Daten hier nicht komplett gut sind, also nicht direkt verwendet werden können, weil, ja, man muss natürlich erstmal hier diese Keypoints zum Beispiel setzen und dann natürlich diese Bilder auch irgendwie zur Verfügung stellen und in Tensoren verwandeln. Die verwandeln tatsächlich diese Bilder schon direkt hier in Tensoren, was relativ interessant ist, weil gerade dieser Punkt ist natürlich auch meistens gar nicht so einfach, diese Daten hier irgendwie reinzukriegen. Gut, aber da wollen wir, wie gesagt, jetzt hier nicht drauf zurückkommen. Wir sehen aber hier zum Beispiel auch noch, das wollte ich auch noch zeigen, dass diese Gesichter eben normalisiert werden und zum Beispiel sagen wir hier Face, Eyebrows, Nose, also quasi Gesicht, Augenbrauen, Nase, Augen, Mund und Zunge. Das sind so die Teile, die man da auch irgendwie rausziehen muss dann. Und ja, dadurch, also durch diese Integer-Darstellung wird das Ganze dann irgendwie verarbeitet. Okay? Das heißt, wir haben hier keine Bilder in dem Sinne, sondern wir haben schon mehr als nur Bilder, eben durch diese Verarbeitung. Okay. Was allerdings das Interessanteste ist, ist natürlich das Modell. Und hier sehen wir wahnsinnig viel. Wir haben hier erstmal ein Wit-to-Wit-Model, wir haben den Trainer, den haben wir ja schon kennengelernt, wir haben Models.py, das ist einfach nur ein Händler für die Models. Wir haben Losses, wir haben Input-Process, wir haben Flownet, das ist das eigentliche Modell. Aber wenn wir hier mal drauf gehen, sehen wir dieses Flownet, das erbt auch von Base Model und Base Model finden wir hier. So, und in Base Model, da finden wir interessanterweise, nun ja, wir finden hier all diese Dinge, das sind quasi einfach nur, welches Modell soll jetzt benutzt werden. Und was dann spaßig ist, ist der Forward Pass. Der ist nämlich einfach nur wirklich ein Pass. Ja? Und ja gut, das finden wir dann irgendwo anders definiert. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo genau dieses Ding hier eigentlich implementiert wird. Also das Ding ist ja quasi wirklich nur ein Interface. Und dann sehen wir hier die Optimizer. Ja, die sind halt im Endeffekt quasi Adam, nur ein bisschen manipuliert, sodass man eben hier eine Lernrate hat, die am Ende auch dynamisch ist übrigens. Und genau, dann halt noch ein paar zusätzliche Parameter, die halt besonders gut funktioniert haben. Und die arbeiten da, glaube ich, immer noch dran an dem Modell. Ich habe gesehen vorhin, dass irgendein Commit vor 9 Tagen war, meine ich. Das heißt, da kann schon noch sich durchaus was ändern, wenn irgendwelche anderen Sachen eben besser funktionieren, okay? So, dann haben wir hier eine Option zum Speichern, eine Option zum Laden, die hatten wir schon kennengelernt, die müssen wir natürlich auch haben und ja, hier auch wieder einiges an Code drumrum, sage ich jetzt mal. Und dann hier einige Helper-Funktionen, eben auch noch zum Beispiel Reshape oder Divide Pred oder so weiter und so fort. Das brauchen wir hier eigentlich alles gar nicht, uns genauer durchzusehen. Was allerdings interessant ist, ist diese Funktion hier, und zwar Define Networks. Hier werden die Netzwerke quasi gebaut, ja, und wir sehen, dass das Ganze aus einem Generator und einem Diskriminator besteht. Ja. Das heißt, wir haben eine GAN-Struktur, eine
naja, quasi zwei Netze, die gegeneinander spielen. Ich glaube, da muss ich noch ein Video dazu nachreichen. Vielleicht mache ich quasi so ein Dreierteil oder so. Ja, wir müssen mal gucken, okay? Das ist jetzt aktuell noch nicht geplant. Es ist eine GAN-Struktur. Ich glaube, das werde ich tatsächlich noch direkt nachreichen. Und ihr habt dann quasi 3 Videos auf einmal, okay? Sorry dafür, aber ja, die gehören einfach irgendwie zusammen. Okay, und wir sehen, dass hier oben der Generator, also der das Image generiert, der wird hier gebaut und hier unten wird der gebaut, der unterscheiden soll, ob das Image original ist oder das Video in dem Fall, ob das Ding original ist oder eben auch nicht. Und hier sehen wir auch, das Ganze wird eigentlich übernommen aus Networks. Und gar nicht hier selber definiert. Hier wird es einfach nur verwendet, ja. Und das ist eigentlich generell ein relativ gutes Design-Pattern, dass man immer einfach nur das Ding woanders definiert und hier drin verwendet, wenn man irgendwie Code drumherum hat. So. Und ja, dann haben wir hier unten die Train-Variante, das heißt, wir müssen hier erstmal natürlich die Optimizer initialisieren und so weiter und so fort. Also hier sind dann die Netzwerke auch offensichtlich fertig. Dann müssen wir hier die Optimizer machen, die werden auch übernommen quasi nur, sondern, und zwar nämlich aus den Netzen selbst. Das heißt einmal NetD, beziehungsweise hier das NetD, okay, also das Discriminator Network, und so abkürzen sollte man eigentlich nicht, und naja, eigentlich sollte man es anders schreiben. Und hier einmal das NetG, das Generator-Netzwerk, also quasi das Generator-Network, was ich hier schon vorgestellt habe. Und die beiden werden hier genommen. Und hier wird einfach tatsächlich direkt der Parameter ausgelesen, genauso wie aus GF und aus DF. Wobei man hier schon nicht mehr weiß, für was dieses F eigentlich stehen soll. Also die Namensgebung ist ein bisschen schwierig, ne, hier. Okay, dann müssen wir das Ganze natürlich speichern und laden. Und die Lernrate wird auch abgedatet dynamisch. Das sehen wir auch alles hier drin. Und ja, dann im Endeffekt ist das hier eigentlich schon der wichtigste Teil von unserem Base Model. Jetzt haben wir kennengelernt, dass diese ganzen Netzwerke hier eigentlich gar nicht hier drin stehen, sondern dass die woanders definiert sind. Und wir wollen uns jetzt noch ganz kurz angucken, wie eigentlich die Netze tatsächlich selbst aussehen. Und das finden wir unter networks.defined. Ja, da schauen wir doch mal, wie das hier importiert wurde. Und ihr seht, ich kann mein Mausrad aushängen, was super geil ist. Ja, wir haben hier offensichtlich models.networks als Networks importiert. Okay, also gehen wir eins zurück, Models Networks. Okay, so, hier wurde das offensichtlich irgendwie importiert und das hier ist jetzt tatsächlich der eigentliche Network, also die eigentlichen neuronalen Netze, ja. Hier finden wir die Diskriminatoren, hier finden wir die Generatoren, das Loss, das VGG, das ist ein fertiges neuronales Netz, was häufig benutzt wird. Hier finden wir die Architektur und so weiter und so fort. Und das ist super spannend. Und wenn ihr jetzt hier mal auf FlowNet 2 PyTorch geht, dann seht ihr, dass das Ding eigentlich seine eigene Implementierung ist, also sein eigenes Paper sogar ist. Das linkt auf Arxiv. Ich glaube, es heißt Arxiv, oder wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Und ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, denn das hier ist eigentlich ein komplett eigenes Paper, was dann für dieses Ding hier verwendet wurde, okay? Und das ist schon mal nochmal was ganz anderes. So, wir gehen aber wieder zurück auf Networks und gucken uns mal die Architecture an. Und die Architecture, die ist eigentlich super spannend, denn hier kann man auch deutlich mehr noch von dem neuronalen Netz an sich sehen. Und hier sehen wir dann, okay, das Ganze funktioniert intern über Convolution. Das heißt, wir sehen hier die General Conf, ja, das ist also hier drin wird quasi in dieser Funktion wird erstmal eine Klasse definiert, beziehungsweise mehrere Klassen werden definiert. Und diese werden dann tatsächlich zurückgegeben. Also es werden hier Klassen zurückgegeben, okay? Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man hier Klassen in der Funktion definiert und diese Klassen sind dann der Return-Typ. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber man kann das durchaus so machen. Und wir sehen hier, wenn das Ding adaptiv sein soll, dann nehmen wir das Adaptive Conf 2D, ansonsten nehmen wir das normale Conf 2D, wenn es nicht transposiert werden soll, und ansonsten nehmen wir das Normal Conf Transpose 2D, ja, falls es transposiert und nicht adaptiv sein soll. Okay, und hier sehen wir quasi die Definition davon. Und im Endeffekt ist das leider, nicht wirklich irgendwie aussagekräftig, denn der Konstruktor, der verweist einfach nur auf NormalConf 2D, beziehungsweise auf die Oberklasse von NormalConf 2D, und das ist nämlich hier nn.conf 2D.
Und bei Transpose ist es eben auch conf transpose 2D und bei dem anderen ist es eben einfach nn.modio. Ja? Und hier sehen wir auch den einzigen wirklichen Unterschied. Hier oben haben wir die ganze Zeit gesagt, wir machen einfach nur das, was unsere Superklasse hat, machen dort den Forward Pass. Hier sagen wir tatsächlich einfach, wir machen eine Batch Convolution und die geben wir dann zurück. So, jetzt müssen wir natürlich noch rausfinden, was Normal Conf Transpose 2D, beziehungsweise die Oberklassen jeweils machen, also dieses NN Conf Transpose 2D und was hier Conf 2D machen. Und das, meine Damen und Herren, sind jetzt tatsächlich Module aus Torch, ja. Das heißt, wir haben hier Torch.neuronales Netz, also das ist das, was wir auch immer verwendet haben. Das sind ganz normale Convolution Layer in 2D. Das heißt, die verarbeiten Bilder einfach ganz normal wie eine normale Convolution. So, das heißt, das Ding hier ist das, nun ja, das tiefste Netz. Wir müssen aber noch gucken, wo die eigentlich verwendet werden. Und das ist natürlich in den jeweiligen anderen Dingern. Hier sehen wir einmal das Base Network und hier sehen wir tatsächlich jetzt normalen Torch-Code. Das ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Und zwar GetGrid und Concat und so weiter und so fort. Aber wir sehen hier unten erst das normale Netzwerk. Und ja, hier haben wir die Möglichkeit, das Ding zu printen. Ist nicht das, was wir suchen. Wir haben die Möglichkeit, die Gewichte schon mal zu initialisieren. Auch nicht das, was wir suchen. Wir können es laden, wir können es resamplen. Nee, das ist alles nicht das, was wir suchen. Das heißt, hier werden wir nicht fündig, wie eigentlich das neuronale Netz selbst aussieht. Und hier haben wir einmal den Generator und den Discriminator. Und die wollen wir jetzt uns erstmal angucken. Wir benutzen zuerst mal den Discriminator hier. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich, hier gibt es mehrere neuronale Netze schon vordefiniert, die dann tatsächlich hier den Discriminator spielen sozusagen. Und ja gut, die erben eben von dem Base Network, damit man eben noch ein paar mehr Funktionen zur Verfügung hat, also dass man eben zum Beispiel das Ding laden kann oder speichern kann oder. Also die ganzen Dinge, die wir gerade im Base Network gesehen haben. Aber an sich ist das Ding einfach ein ganz normales neuronales Netz mit einigen Zusatzfunktionen, okay? So, und jetzt gucken wir mal, wie das eigentlich aussieht. Nun, hier haben wir offensichtlich das NetD, ja, das ist dieses Netz an sich und das wird gebaut über Create Single D, also Create Single Discriminator im Normalfall. Ja gut, schauen wir doch mal, wo wir das finden. Self.create Single Discriminator. Achtet bitte auch noch darauf, dass das Downsamplen hier eine Average Pool ist, das heißt einfach quasi ein Ding in einem neuronalen Netz, eine Schicht, die einfach ein durchschnittlicher, ein Pooling-Layer über den Durchschnitt ist. Also kein Max-Pooling in dem Fall, sondern ein Average-Pooling. Auch recht interessant. Und jetzt gucken wir mal nach Create Single Discriminator. Und den finden wir hier oben. Ups. So, und hier wird verwiesen auf zwei andere Klassen, nämlich einmal das Netz wird auf einen Adaptive Discriminator gesetzt oder wenn die Subarchitektur nicht adaptiv sein soll, dann einfach N-Layer Discriminator. Und diese beiden sind hier unten drunter definiert. Das heißt, wir haben hier einmal den N-Layer Discriminator und etwas weiter unten den Adaptive Discriminator. Und ja, das ist im Endeffekt schon das, was wir gesucht haben. Hier steht jetzt, wie das Netz an sich aussieht, okay? Das heißt, wir haben hier erstmal einige Schichten und zwar sagen wir hier conf2d, das ist quasi unsere erste Schicht. Danach Leaky Reloop bitte, also quasi die Aktivierungsfunktion. Also erstmal eine Convolution-Schicht, dann die Leaky Relu-Schicht, ja, also quasi die Aktivierungsfunktion. Ihr kennt Leaky Relu vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon als Video gebracht habe. Egal, GAN muss ich eh noch bringen. Scheint, als bräuchte meine Machine Learning Playlist mal wieder ein kleines bisschen Update, ne? Dann sehen wir hier, wir brauchen Schichten und zwar, wir machen das Ganze von 1 bis n, weil eine Schicht haben wir ja schon, das ist die oberste Schicht. Und dann fügen wir einfach noch die restlichen Schichten hinzu und sagen, hey, wir normalisieren erstmal und dann machen wir Convolution und dann machen wir Leaky Relu und dann geht's weiter. Und danach sagen wir nochmal, ey, wir machen nochmal eine Normalisierung, Convolution, Leaky Relu und nochmal eine Convolution und ja, dann sind wir quasi fast durch. Sieht ein bisschen seltsam aus. Am Ende haben wir allerdings hier die Länge, also Sequence ist auch ein Parameter, den wir hier oben irgendwo bekommen. Sequence ist diese, genau. Sequence ist einfach die Reihenfolge der ganzen neuronalen Netze, die wir hintereinander haben, okay? Und wir fügen da quasi immer die neuen Layer hinten dran. So, und danach wird einfach noch in Sequence eingefügt, dass es eine sequentielle Schicht ist. So, und dann haben wir hier unten noch das den adaptiven Discriminator.
Der funktioniert ein kleines bisschen anders, wie wir hier sehen können. Der fängt erstmal mit einer linearen Schicht an und dann bauen wir hier ein Sequential Neural Network, wie wir eigentlich oben auch eins haben, nur dass wir hier halt erst später das Ganze in ein sequenzielles Netz umgewandelt haben und sagen hier, okay, wir haben hier eine Conf-Schicht oder mehrere Conf-Schichten und dann mischen wir immer so ein bisschen, beziehungsweise wir packen danach noch einen Haufen Conf-2D-Schichten rein und ich glaube, ja, wir normalisieren. Das ist im Endeffekt ähnlich wie oben eigentlich auch. So sehen die Netze jetzt hier aus, allerdings natürlich hier ein bisschen eine andere Berechnung, ja, aber das wollen wir jetzt hier mal kurz außen vor lassen. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt hier gerade mal auf das N-Layer Discriminator und ja, im Endeffekt ist das Netzwerk, das dann auch den Forward Pass implementiert, okay? Das heißt, ihr habt hier tatsächlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt da durch und das Ding kann auch tatsächlich dann endlich mal gelernt werden. So, relativ spannend das Ganze. Aber vergesst nicht, dass das hier eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt des Codes ist und da natürlich auch noch deutlich mehr drumherum gehört. Vor allem haben wir jetzt hier nur den Discriminator behandelt, der Generator ist hier noch nicht dabei. Und zusätzlich hat man ja auch noch die Flownet-Implementierung, die dann auch noch verwendet wird. Ja? Und das Ding ist einfach riesig. Ich wollte euch jetzt erstmal so einen groben Überblick geben, wie ihr euch da so entlanghangeln könnt, wenn ihr spezielle Sachen vielleicht sucht. Und dann wollte ich auch so 1 oder 2 Sachen durchlesen. Wie gesagt, ich bin bei dem Format immer noch so ein kleines bisschen am Experimentieren. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr das findet. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.